Wenn du Teil 1 von ICP noch nicht gesehen hast, empfehle ich dir jetzt auf Pause zu drücken und den ersten Teil anzuschauen. Du findest das Video als angepinnten Kommentar. ICP ist der Utility Token des ICP-Netzwerks. Neben dem typischen Handeln von ICP auf der Blockchain gibt es zwei Hauptfunktionen. Die eine große Funktion betrifft die Kanister und damit den Entwickler. Kanister brauchen Brennstoff. So wie Feuer zum Brennen Holz braucht, brauchen die Smart Contracts sogenannte Zyklen, auf Englisch Cycles. Zyklen entstehen nicht einfach so. Entwickler müssen mit ICP bezahlen, damit ICP in Zyklen umgewandelt werden kann. Das Holzguthaben für den jeweiligen Kanister wird aufgefüllt wie der Holzstapel hinter der Winterhütte. Nur so können die DApps weiterlaufen. Diese Zyklen sind keine klassische Kryptowährung. Sie können einmal erzeugt auch nicht wieder zurück in ICP umgewandelt werden. Ist der Holzvorrat jedoch bei einem Kanister aufgefüllt, kann der Brennstoff zwischen den Kanistern übertragen werden. Aufgrund dieser direkten Beziehung zu Kanistern beschreiben die Zyklen besser als ICP die tatsächlichen Kosten und die benötigten Ressourcen wie Hardware oder die Bandbreite für die Anwendungen. Warum hat man die Zyklen jetzt dazwischen geschaltet und nicht einfach ICP als Brennstoff verwendet? Im Gegensatz zu ICP haben die Zyklen einen Fixpreis. Dadurch weiß der Entwickler ganz genau, wie viel es kostet, 1 Million Nachrichten zu verschicken. Das ist von der Grundidee wie bei Casper, wo auch vorhersehbare Gasgebühren eine Kostenexplosion verhindern. Mehr dazu findest du mein Video zu Casper. 10 $ umgerechnet decken die Kosten für 200 Megabyte große statische Webseiten. Das ist also kein Streaming, und zwar für 10 Jahre. 10 $ speichern 10.000 NFTs für ein Jahr. Zurück zu ICP. Die eine Funktion mit den Zyklen betrifft die Entwickler. Die andere Funktion betrifft mehr die Nutzer. Denn Benutzer erhalten über ICP Verwaltungsrechte, sogenannte Governance-Rechte. Dazu musst du ICP wegsperren, staken. Dabei entstehen wiederum sogenannte Neuronen. Du stakest ICP daher in Form von Neuronen als Neuronenbesitzer. Die Neuronen vergeben dir dann die gewünschten Stimmrechte, um an der Weiterentwicklung des Netzwerks mitzuentscheiden. Staking und Voting geht alles über die offizielle NNS-DApp von Dfinity. Die Staking-Periode beträgt zwischen mindestens 6 Monaten und maximal 8 Jahren. Je länger du ICP wegsperrst, desto höher die API. Das siehst du hier in dem Graphen. Die aktuelle API für 6 Monate liegt bei 9,8%, bei 8 Jahren ganz rechts, bei in dem Fall aktuell 18,5%. Die Rewards werden täglich an Neuronenbesitzer verteilt. Sie heißen im ICP Explorer Daily Voting Rewards Maturity. Wer kann alles am ICP Staking teilnehmen? Jeder. Allerdings nur, wenn du beim Network Nervous System, dem NNS, mitmachst. Das Network Nervous System ist eine der größten weltweiten DAOs, eine dezentral organisierte Gemeinschaft unabhängiger Teilnehmer. Du, ich, jeder, der sich dafür mit einer Internetidentität anmeldet, wird Teilnehmer. Das NNS verwaltet ICP und ist 100% on-chain, also auf Blockchain. Ganz wichtig für dich zu wissen ist, dass das NNS eine zentrale Schlüsselrolle für das Tokenverhalten von ICP hat. Und jetzt sind wir wieder bei ICP. Das ist nicht so leicht, daher schauen wir uns mal diese Abbildung hier an. Das NNS muss 2 Parteien mit Rewards versorgen. Die Node Rewards auf der einen Seite für die Knotenbetreiber aus den Rechenzentren und die Voting Rewards für die Neuronenhalter auf der anderen Seite. ICP ist dabei der Reward Token. Dabei erzeugt das NNS neue Tokens, die vorher noch nicht da waren. Auf der rechten Seite im Bild verhält sich der ICP-Token daher inflationär. 2022 betrug die Inflationsrate im Schnitt zwischen 3 und 4%. Die Inflationsrate von ICP schwanken monatlich, je nachdem, was die Neuronenhalter so damit machen. Entweder sie machen Folgendes: Die Option 1 haben sie, dass sie die erhaltenen Maturity Rewards zu den bestehenden Staking Rewards hinzufügen. Daher heißt das auch Merged ICP. Das siehst du im Diagramm als das Blau in der Mitte. Mit den Merged ICP Tokens kann wiederum fleißig über die Neuronen gewotet werden. Oder Option 2,
Die Neuronenhalter liquidieren ICP für die Verwendung außerhalb des NNS. Das ist das sogenannte Spawned ICP, hier als hellblau. Zurück im Ökosystem kann ICP via Exchange gehandelt werden oder einem Entwickler als Brennstoff für dessen Kanister zur Verfügung gestellt werden. Der Entwickler holt sich über ICP die Zyklen und lädt seine Kanister damit auf. Dabei wird, erinnere dich, ICP unwiderruflich weggetauscht. Je mehr die Kanister auf ICP herumrechnen oder an Daten speichern, desto schneller werden die Zyklenspeicher leer sein und müssen wieder mit neuem ICP aufgeladen werden. Das ist der deflationäre Teil vom ICP-Token. Je mehr die Kanister arbeiten, desto mehr neu erzeugtes ICP verschwindet wieder aus dem Ökosystem. Wie sind die ICP-Tokens verteilt? Zu Beginn gab es rund 469 Millionen ICP-Tokens. Die Tokenverteilung erfolgte an 4 große Kohorten, Gruppen. Die erste Gruppe bildeten zum Beispiel alle Investoren aus den Vorfinanzierungsrunden 2017 und 2018. Hier erkennst du die detaillierte Verteilung als Diagramm. Die größten Anteile gingen mit knapp 25% hier in Orange an die Leute aus der Seed-Runde von 2017. Ebenfalls rund 24% an die Foundation, hier das dunklere Orange, und 18% gingen an die über 150 Teammitglieder. Aktuell beträgt die Maximalsupply aufgrund der Inflationsmechanismen 493 Millionen Tokens, wovon sich 279 Millionen zum Stand des Videos im Umlauf befinden. Das sind mehr als die Hälfte, 56%. Auch über die Hälfte aller Tokens, 264 Millionen, sind aktuell gestaked. Das siehst du hier im ICP Explorer. Rund 25% aller Tokens, ca. 125 Millionen, sind über 8 Jahre weggelockt. Das erkennst du hier ganz rechts in dem Diagramm. Die Dissolve Delay beschreibt dabei die Zeitspanne, die du warten musst, um wieder voll auf deine ICP-Bestände zurückzugreifen. Erst löst du die Neuronen auf und mit einer Verzögerung bekommst du wieder deine gestakten ICP zurück. Die Dissolve Delay hat wiederum Einfluss auf die Höhe der Rewards und deine Stimmrechte. Im ICP-Neuronenkalkulator kannst du das ganz grob überschlagen. Den Kalkulator, falls es dich interessiert, habe ich dir auch nochmal in die Beschreibung verlinkt. ICP kannst du über viele gängige Börsen wie Coinbase, Binance, wie du hier siehst, kaufen. Hardware-Wallets wie Ledger oder Trezor unterstützen die Tokens. Kommen wir jetzt zuletzt zum bisherigen Kursverlauf von ICP, den du kennen solltest. 2021 zeigte der Kursverlauf von ICP einen steilen Verlauf und einem Allzeithoch am 10. Mai 2021 mit über $700. Das war das Startdatum der Einführung von ICP in den öffentlichen Bereich. ICP war damit anhand der Marktkapitalisierung so viel wert wie Mastercard oder PayPal. Und dann fiel der Preis. Innerhalb nur eines Monats von dieser $700-Marke runter auf $80. Für viele Anleger, die mit dem öffentlichen Start gekauft hatten, ein tragischer Verlauf. Im Nachhinein scheinen wohl mehrere Gründe zu diesem Rutsch geführt haben. Einer der Gründe war wohl, dass das Projekt im Vorfeld extremst gehypt wurde. ICP gab es ja schon vor dem öffentlichen Mainnet eine Zeit lang. Zu hohe Erwartungswerte all der vielen Investoren und Teilnehmer beflügelten den Einstiegspreis. Die hohe Nachfrage verlagerte das Gewicht bei begrenztem Angebot. Kurz nach Markteinführung wirkte dann auch noch der Super-GAU, der gesamte Kryptomarkt kriselte. Die Marktkapitalisierung des gesamten Markts halbierte sich fast in 2 Wochen. Bitcoin rutschte vom 10. Mai 2021 von $58.000 in 10 Tagen runter auf $36.000. Und das zog den ICP-Preis mit nach unten. Wer sein Geld behalten wollte, der investierte einfach nicht in ein so junges Projekt. Zeitgleich mehrten sich Gerüchte um Insiderhandel. ICP viel stärker als jeder andere Top 100 Token, hieß es in einem Report von Arkham Intelligence. Auch seien 44 Adressen aufgefallen, die ICP im Wert von bis zu $3,6 Milliarden auf Börsen bewegt hätten. Allerdings räumte der Bericht fairerweise ein, dass es keine handfesten Beweise gibt. Dominic Williams hielt diese Anschuldigung entgegen. In einem Interview sagte er ungefähr, es gab eine regulatorisch-rechtliche Verwechslung mit einer US-Börse.
Die Stiftung war dadurch nicht in der Lage, Verkäufe zu tätigen und das führte zu einer Angebotsverknappung. Der weitere bärische Gesamtmarkt verhalf dem ICP-Preis zuletzt unter die 5-Dollar-Marke und da stehen wir zum Stand des Videos nun. Ob ICP jemals wieder ans Allzeithoch kommt, das wird sich zeigen. Leider zieht die Gesamtsituation nur wenige Käufer in den Kryptomarkt. Wie wird Einigkeit im Netzwerk erreicht? Und zwar so zuverlässig und so schnell wie möglich. Jedes Subnetz entspricht einer eigenen Blockchain. Was du hier siehst, ist ein Protokollstapel aus 4 Schichten. Dieser Stapel läuft auf allen Knoten in einem x-beliebigen Subnetz. In der zweiten Schicht findet der Konsensus oder der Zustimmungsmechanismus statt, hier in Rot eingekreist. ICP verwendet einen neuartigen, asynchron laufenden Proof-of-Stake-Zustimmungsmechanismus. Dabei entspricht jedes Subnetz einer eigenen sogenannten replizierten Zustandsmaschine, kurz Replika. Die einzelnen Replika kommunizieren asynchron miteinander. Der Klatsch und Tratsch, der Gossip, sprich die Nachrichten zwischen den Replikas in den Subnetzen, werden über die Peer-to-Peer-Schicht transportiert. Das ist die Schicht direkt unter dem Konsensus hier in blau eingekreist. Das Peer-to-Peer-Netzwerk ist ein sogenanntes Gossip-Netzwerk. Diese Art der Kommunikation von Nachrichten über Gossip-Protokolle wird auch in anderen Netzwerken, wie zum Beispiel Hedera Hashgraph, verwendet. Details, wie ein Gossip-Protokoll funktioniert, findest du auch nochmal in meinem Video zu Hedera. Ein tolles Projekt reicht nicht. Wie massentauglich ist ICP? Lass uns schauen, ob ICP mit dem traditionellen Internet und mit anderen Smart Contract Blockchains mithalten kann. Wie schnell ist ICP? Im Schnitt schafft ICP zwischen 5000 und 6000 Transaktionen pro Sekunde, abhängig von der Anzahl der Subnetze nach oben offen. Das ist im Vergleich zu vielen anderen Netzwerken ziemlich gut. Avalanche schafft zum Beispiel 4500 aufwärts. Dann als nächsten Wert die Finalität. Das ist die Zeit, die du warten musst, um sicherzugehen, dass deine Transaktion nicht mehr abgebrochen wird, endgültig ist. Im heutigen Web dauert es nur wenige 1 bis 2 Sekunden, bis du die gewünschte Webseite geladen hast. Bei ICP aktualisieren sich die Zustände der Smart Contracts ebenfalls innerhalb von 2 Sekunden. Damit kann ICP mit dem alten Internet mithalten. Blockchain at Webspeed. Solana im Vergleich soll bis zu 50.000 Transaktionen pro Sekunde schaffen, was beachtlich ist. Doch die Finalität liegt mit im Schnitt 13 Sekunden deutlich höher als die von ICP. Wie teuer ist ICP? All der Aufwand für diese verschachtelte Netzwerkarchitektur zahlt sich im wahrsten Sinne aus. Das Speichern von Daten in Smart Contracts kostet bei ICP nur 5 US-Dollar pro Gigabyte, was bei Ethereum 79 Millionen US-Dollar kosten würde. Die Gebühren für eine Transaktion auf dem ICP-Ledger sind fix 0,0001 ICP, abhängig vom ICP-Preis. Steigt der, zahlst du natürlich auch mehr. Trotzdem, da freut sich jeder, der schon mal ETH-Gebühren von 30 Dollar gezahlt hat. Dann Thema Umwelt. Über 66% der Menschen haben Internet. Damit all diese 5 Milliarden Menschen fröhlich surfen können, gibt es eine Menge Rechenzentren auf dieser Welt. Willst du wissen, wie viel die momentan Strom und CO2 verbrauchen, nur weil wir im Web unterwegs sind? Suchst du nur einmal auf Google, verbrauchst du 0,3 Wattstunden. Machst du das 20 Mal am Tag, ich mache das bestimmt mehr als 20 Mal, wenn ich über Krypto schreibe, dann verbrauchst du so viel wie eine Energiesparlampe in einer Stunde. Schaust du eine Stunde Netflix, verbrauchst du so viel, als würdest du 12 Kilometer Auto fahren. Wie steht's um den ökologischen Fußabdruck von ICP? Ein ICP-Umweltreport aus dem Jahr 2022 hat den Energieverbrauch pro Transaktion mit anderen Blockchains verglichen. ICP setzte dabei in einer Stunde nur 0,008 Watt pro Transaktion um. Diese Energieeffizienz kann nicht mal Solana toppen. Und dennoch, ich habe mir den Report ein bisschen genauer angeguckt und umweltfreundlich auf die Einheit einer Transaktion heruntergebrochen, auf jeden Fall sehr effektiv. Doch wenn wir überlegen, dass ICP im Vergleich zu anderen Blockchains viel mehr Transaktionen verarbeitet und wenn wir die Summe auf ein Jahr hochrechnen, verbraucht ICP so viel Kilowattstunden und Tonnen an Kohlendioxid wie 100 US-Haushalte. Und das bei aktueller Netzwerkgröße. ICP hat mit dieser offenen Kommunikation, finde ich, den ersten Schritt getan,
um der Umwelt zuliebe ein Vorbild für andere Netzwerke zu werden. Dafür grüner Daumen nach oben. Häufig kommen berechtigte Fragen auf. Wie dezentral kann ein dezentrales Internet sein? Wie dezentral ist ICP? Um euren Fragen nachzugehen, habe ich mir mal Gedanken gemacht und Pro- sowie Kontrapunkte gesammelt. Beginnen wir am Anfang Pro. Die Blockchain-Technologie ist Teil der Distributed Ledger-Technologie. Der Austausch und das Speichern von Daten auf der ICP-Blockchain ist per se dezentral. Dann die Infrastruktur in Zahlen. Schauen wir uns dazu den ICP Explorer an. Auf der Welt verwenden ICP aktuell gerade rund 40 Rechenzentren mit über 80 unterschiedlichen Knotenbetreibern. Diese Provider betreiben rund 550 aktive Knoten. Hunderte weitere Knoten warten bereits darauf, in Betrieb genommen zu werden. Das ist meiner Meinung nach deutlich dezentraler als unsere heutige Cloud-Provider-Struktur. Nur mal so als Vergleich. Amazon Web Services als Cloud-Provider hat einen Marktanteil von über 40% weltweit. Die 5 größten Anbieter AWS, Microsoft, Google, Alibaba und Huawei haben über 80% Marktanteil. ICP hat bereits 36 Subnetze geschaffen. Die Zahl der D-Apps und der ausgeführten Kanister auf ICP steigt trotz niedrigem ICP-Preis kontinuierlich an auf eine Menge von aktuell 225.000. Für mich erstmal pro Dezentralität. Kleiner Kontrapunkt: Die meisten Datencenter liegen mit 43% Anteil in den USA. Auf der Südseite der Erdkugel in Lateinamerika, Afrika und Australien verwendet bisher niemand ICP. Ein nächstes Kontraargument könnte sein, obwohl im Grunde jeder einen Knoten betreiben darf, der eine Datencenter-ID für das NNS beantragt hat, ist es dennoch schwer für den Otto-Normalverbraucher mitzumachen, wenn der sich jetzt nicht mit den Hardware-Voraussetzungen oder der nötigen Technik auskennt. Es gibt aktuell kein simples Soft-Node-Staking oder so etwas Vergleichbares. Allerdings, Pro, kann jeder auf der Welt an der DAO, diesem Network Nervous System, teilnehmen und entscheiden, wie sich der Internetcomputer zu verhalten hat. Das NNS steht hierarchisch über den Knotenbetreibern. Die Betreiber bekommen zwar Entlohnung für die Berechnungen, doch fehlerhaftes Verhalten wird nicht toleriert. Ein Knotenbetreiber kann im Gegensatz zu unserem heutigen Internet nicht mal so eine Plattform entfernen. Das darf nur die dezentrale Verwaltungsgemeinschaft, die derzeit bei über 2 Millionen registrierten Internetidentitäten liegt. Du musst dir deine ICP-Brötchen verdienen, du erhältst Verantwortung und musst mit abstimmen. ICP nennt das Liquid Democracy, flüssige Demokratie. Jetzt könntest du sagen, warum muss ich mich für ein Web3-Projekt mit einer Internetidentität anmelden? Okay, das ist richtig. Web3-Identität mag im ersten Moment der Anonymität und der Dezentralität widersprechen. Doch diese Identität hilft dir, dass du dir kein Passwort merken musst. Es ersetzt im heutigen Web 2 den Nutzernamen und das Passwort und auf der Blockchain analog den Public-Private Key. Du meldest dich eben nicht mit deiner E-Mail oder deinem Passwort an, wo die E-Mail fast so klingt wie dein tatsächlicher Name. Du meldest dich nur mit einem Gerät an. Egal, ob du auf DSC4R, OpenChat oder in District gehst, du brauchst keine 10.000 verschiedenen Passwörter, die irgendwo abgespeichert liegen, sondern du hast nur eine simple Identität. Für alle ICP-Plattformen dort. Kein großer Konzern kann auf deine Informationen beim Web3-Surfen zugreifen. Die Identität erzeugt einen öffentlichen und privaten Schlüssel und führt auf der Blockchain-Ebene wieder eine Art Zwei-Faktoren-Authentifizierung ein. Kontrapunkt: Jetzt könnten wir aus finanzieller Hinsicht das Argument bringen, dass knapp ein Viertel der ursprünglichen Tokens an die Dfinity Foundation ging oder 18% an die Teammitglieder. Und auch ein Großteil an die Seed-Investoren. Aber irgendwie muss das Projekt ja auch finanziert werden, oder? Die Foundation ist eine gemeinnützige wissenschaftliche Forschungsorganisation. Die Tokens sollen das Wachstum fördern und das Interesse der Entwickler und der Nutzer halten. Die Tokens an die finanziellen Unterstützer verteilte sich über mehrere Finanzierungsrunden auf über 500 verschiedene Investoren. So dezentral wie die Technologie ist, irgendwo wird es immer einen menschlichen zentralen Ursprung geben. Letzter Kontrapunkt: Vor dem Mainnet-Start 2021 war der Quellcode lange Zeit nicht Open Source, weshalb ihn niemand öffentlich einsehen und auf Fehler prüfen konnte. Doch die Foundation hat mittlerweile den Quellcode, wenn auch unter Einschränkungen, veröffentlicht. Begründung:
Das geistige Eigentum der Stiftung sollte geschützt werden. Zusammengefasst: Das Internet der Zukunft wird vielleicht niemals 100% dezentral werden. Das Internet von ICP verwendet jedoch eine absolut dezentrale Technologie. Es ist die Blockchain-Technologie. Was wir mit dieser Technologie machen und wie sehr wir sie zentralisieren, das liegt an uns. Was denkst du über das Internet der Zukunft? Was fehlt dir? Schreib mir doch einen Kommentar. Heute nutzen knapp 5 Milliarden Nutzer weltweit das Internet. Erst 68 Millionen Nutzer haben Stand 2021 ein Blockchain-Wallet. Das sind jetzt also nur die Nutzer, die Blockchain nutzen, weil sie Kryptowährungen wie Bitcoin nutzen. Nur 1,3% von potenziell 5 Milliarden Menschen, die eine dezentrale Technologie auch für das Internet nutzen könnten. Fast episch würde es ICP gelingen, das neue Internet für all diese Menschen auf die Blockchain zu bringen, oder? Goldman Sachs nannte ICP 2021 ein innovatives Projekt, welches den Weg in die Zukunft ebnen könnte. Allerdings sei das Projekt noch in einem frühen Stadium und noch nicht im großen Stil getestet. Bei einer Live-Testung 2021 konnte ein Subnetz den Datenverkehr nicht bewältigen. Es war damals der erste kostenlose NFT-Drop von 10.000 IC-Punks. Viele konnten die Anwendung nicht laden, um ein NFT zu ergattern. 81.000 Menschen sollen laut Medien beim NFT-Minting dabei gewesen sein. Je größer die Netzwerkarchitektur, desto länger dauert es, Netzwerkveränderungen einzuführen. Und gerade das könnte dem schnelllebigen Kryptosektor im Weg stehen. Ethereum als Riesennetzwerk kämpft mit ähnlichen Hürden. ICP verfügt vielleicht aktuell über modernere Technologien und Skalierungslösungen als Ethereum, doch Ethereum hat sich über die bisherige Zeit im Markt etabliert und das größere Ökosystem bisher geangelt. Wenn wir schon beim Thema Wettbewerb und Konkurrenz sind, Polkadot mit seinen Subchains, Cosmos mit seinen Zonen oder Avalanche mit den Subnets können ebenfalls Web3-Projekte hosten. Avalanche startete mit dem Mainnet ein halbes Jahr vor ICP 2020 und hat bereits 286 Projekte im Ökosystem am Laufen. Cosmos aktuell 266. Schau dir doch dazu auch gern nochmal meine Videos zu Avalanche und Cosmos an. Man muss aber auch einräumen, dass viele Netzwerke gerade eine schwere Phase durchmachen, was Wachstum angeht. Wenn du dich für ICP begeisterst, geh ganz tief in dich rein und frag dich, wie bereit bist du, dein altes Internet à la Sweet Home zu verlassen und an einem neuartigen Internet mitzuwirken. ICP ist bereit. Bist du es? Ich habe für mich ICP erstmal auf meine Watchlist gelegt. Bei mir hat das Projekt eine Sache auf jeden Fall geschafft. Ich musste mich das erste Mal mit der Entstehung und der Funktionsweise des Internets auseinandersetzen. Das Projekt hat mir als Mensch einen tieferen Einblick in die Möglichkeiten unseres Internets gegeben. Ich habe einen Hauch von Web3 gespürt und das hat mich fasziniert.